Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Palmencamper. Heute gibt es endlich mal die lang ersehnte Roomtour, die Vorher-Nachher-Roomtour. Zu dem ersten Video im Grunde, wie viel Wohnmobil bekommt man für 3.000 Euro. Heute machen wir mal fast ein Jahr später die Roomtour, so wie es jetzt bei uns aussieht. Das ist der aktuelle Stand. Wir machen hier jetzt aber nichts Gefaktes oder so und haben alles schön platziert, dekoriert. Nein, so wie es hier aussieht, sieht es bei uns wirklich aus. Wir sind jetzt gerade aus Holland zurückgekehrt. Dazu gibt es demnächst auch nochmal ein schönes Video. Und so sieht es jetzt aktuell hier bei uns aus. Wir haben ein bisschen aufgeräumt, aber wir haben nichts geschönt. Und ja, so ist die Realität. Und jetzt versuchen wir mal ungefähr so die Roomtour hinzubekommen wie in dem ersten Video. Wir fangen mal hier an. Ihr könnt schon hinter mir sehen, es ist alles ein bisschen heller geworden. Wir haben hier einiges gemacht. Ja, wir versuchen das jetzt mal so in dem gleichen Stil zu machen wie damals. Ja, dass ich natürlich hier so ein Aquarium gekauft habe, wusste ich damals noch nicht. Wir sind davon ausgegangen, dass da vermutlich irgendwo eine Feuchtigkeit vorhanden ist, die man vielleicht irgendwie schnell wieder beheben kann. Dass wir fast das ganze Wohnmobil zerlegen mussten und bis auf die Außenwände runterarbeiten mussten. Das wussten wir damals nicht. Und naja, es ist trotzdem schön geworden. Wir haben einiges draus gemacht, denke ich. Wir waren ja jetzt auch schon 2, 3, 4 Mal unterwegs, glaube ich. Und es hat immer Spaß gemacht, es hat alles funktioniert. Also so viel haben wir nicht falsch gemacht, muss man an der Stelle sagen. Wir verlinken euch natürlich jetzt auch alle Videos, gerade die Roomtour, was bekommt man für 3.000 Euro. Die verlinke ich euch mal hier oben. Und ja, alle anderen Videos zum Aufbau, zur Restauration, zur Reparatur der ganzen Wasserschäden, die findet ihr auch in der Playlist Wohnmobil restaurieren. Und ja, jetzt starten wir einfach mal los. Ich nehme euch jetzt mit und wir gucken mal, wie es jetzt aussieht im Gegensatz zu damals vor einem Jahr. Ja, und jetzt starten wir einfach mal an derselben Stelle wie damals. Das ist die Sitzecke, so wie sie aktuell aussieht. Ja, es ist auf jeden Fall alles ein bisschen heller geworden. Wir haben die Bezüge ausgetauscht. Das ist einfach hier so ein Spannzeugs, das haben wir bei Amazon bestellt. Kann ich euch mal verlinken, wenn ihr mögt, in der Videobeschreibung. Das ist einfach so locker drüber gespannt, wie so, ja, so eine Art Spannbettlaken. Wertet die ganze Sache aber definitiv auf. Kostet nicht viel Geld. Schnell gelöst, so die ganze Nummer. Wir haben hier die Kühlbox stehen, zusätzlich für die Fahrt, weil unser Kühlschrank hier, der ja, läuft auf 12 Volt nicht so richtig schön, der macht nicht so richtig schön kalt, wenn man länger unterwegs ist, macht so eine Kühlbox hier schon Sinn. Wenn wir dann irgendwo länger stehen, räumen wir die nach draußen vor das Wohnmobil und haben immer kühle Getränke. Das ist auch ganz praktisch. Das ist ein super Teil, die macht richtig schön kalt. Ja, dann haben wir die Wände tapeziert. Das ist so eine Fototapete. Die hat übrigens hier schon eine Macke, habe ich eben gesehen. Da ist schon mal irgendwas drangekommen. Ich möchte da niemanden verdächtigen. Naja, es ist natürlich, es wird hier auch drin gelebt. Hier wird, ja, hier findet Verschleiß statt und das lässt sich auch nicht vermeiden. Dafür ist es auch ein altes Wohnmobil. Ich muss hier sowieso immer wieder Hand anlegen. Also, wenn hier mal was kaputt geht, ist es auch nicht ganz so tragisch. Ihr seht, hier stehen die Sachen von Holly rum. Das ist Beschäftigung für die Fahrt. Das hat sie immer hier so drin stehen. Einen kleinen Ventilator haben wir mit dazu geholt. Hier so eine Art Klimaanlage. Ja, mit so ein bisschen Wasser funktioniert das, dass hier ein bisschen Wind abbekommt, weil es gibt hier hinten natürlich keine Klimaanlage für die Fahrt oder eine Art Ventilator haben wir sonst hier nicht. Also da so ein kleines Teil auf dem Tisch macht schon definitiv Sinn. Wir haben hier ein paar künstliche Pflänzchen aufgehängt, um das Ganze ein bisschen aufzuhübschen, sage ich mal. Kleine Lichterkette. So, dann haben wir aber auch hier oben die Schränke foliert, die Fronten. Wir haben das hier unten ausgespart. Das ist noch original, das Original Furnier. Das sah noch gut aus. Wir haben nur die Mitte gemacht. Fand ich so einen ganz schönen Kontrast. Wir haben alles gestrichen. Wir haben die Decke gestrichen. Hier hat ein Fernseher Einzug gehalten. Wir haben
Die Heizung ist immer noch so original vorhanden, wie sie damals war. Vielleicht mache ich die irgendwann nochmal weiß hier vorne, dieses Blechteil. Hat mich jetzt aber auch erstmal nicht so ganz großartig gestört. Wir überlegen noch, was wir damit machen. Vielleicht lassen wir es auch einfach so. Dann haben wir hier hinten die Sitzecke, der Single-Schlafplatz, der hier mal war. Der ist komplett rausgeflogen. Hier haben wir Hollys Schlafecke gemacht. Ihr Bett mit einer Klimaanlage unten drunter installiert, ein mobiles Klimagerät. Dazu gibt es auch ein separates Video. So, man kann dieses Bett hier, das Lattenrost, hochklappen. Darunter ist unsere Heckgarage. Dazu kommen wir gleich noch. Die haben wir hier installiert. Genauso kann man hier von vorne dran, da haben wir jetzt allerhand Kram drin liegen für die Fahrräder, Stühle und ein bisschen Technikzeugs, was man alles so braucht. Man kommt hier also von mehreren Seiten dran. Außen habe ich ja die Klappe nachgerüstet, das zeige ich euch gleich noch. Dann haben wir hier die Vorhänge ausgetauscht gegen so ein helleres Blau. Fand ich ein bisschen hübscher. Holly hat sich es auch ausgesucht, finde das auch so ein bisschen freundlicher, das Ganze. Auch hier natürlich, wir haben alle Oberschränke komplett foliert, die Fronten. Ebenso die Tür und hier den großen Schrank, den Kleiderschrank. Das macht die Sache natürlich deutlich freundlicher und heller. Dann haben wir, ich muss mal eben hier den Vorhang hochnehmen, einen kleinen Schrank hier noch gebaut, weil der Platz einfach jetzt praktisch über war. Neben Hollys Bett, ja, der Platz war jetzt noch da, da haben wir das genutzt. Hier oben ist Ablage drauf, wie so ein kleines Nachtschränkchen. Und hier haben wir einen Schrank selber gebaut. Da sind jetzt so Schuhe drin und da kann ein bisschen Kleinkram irgendwie rein. So haben wir den Platz auf jeden Fall sinnvoll genutzt. Dann kommen wir zum Bad. Das Bad ist komplett neu gestaltet, bis auf die Toilette. Die ist an derselben Stelle geblieben. Dazu gibt es, glaube ich, mehrere Videos zu diesem Badezimmer. Das hat wirklich viel, viel Mühe gekostet. Hier war auch ein riesen Wasserschaden drin. Will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Das war echt beschissen. Jetzt sieht es ganz ansehnlich aus hier drin. Ich habe hier oben so einen Hängeschrank nachgerüstet zum Schieben. Da liegt jetzt auch so ein bisschen was noch drin hier, Kleinkram. Kann man von beiden Seiten aufschieben. Mit so einer Aluschiene habe ich das hier gemacht. Hier an der anderen Seite gibt es so ein Eckregal. Da war früher mal so ein Plastikschränkchen. Diese ganze Plastikgelumpe ist komplett rausgeflogen. Das sah eh aus wie gar nichts. Das war nicht schön. Das hier ist eine Salatschüssel eigentlich aus Melamin. Die habe ich zum Waschbecken umgebaut. Auch dazu gibt es ein eigenes Video. Dann hier der Wasserhahn. Ist jetzt natürlich gerade kein Strom an. Ja, die Schränke hier unten sind auch ebenfalls zum Schieben. Da haben wir jetzt einfach so ein bisschen Reinigungsmittel und Zusatz für die Toilette und sowas alles drin stehen. Wollte ich eigentlich nochmal so einen zweiten Boden reinmachen irgendwie. Mal gucken. Eigentlich brauchen wir den Platz gar nicht so richtig hier. Eigentlich ist es gut so, wie es jetzt ist. Wir kommen damit echt toll zurecht. Ja, dann haben wir hier Klebefliesen an der Wand. Das sieht erstmal ganz schön aus. So auf der Kamera, glaube ich, ist es auch ganz okay. Allerdings würde ich das so nicht wieder machen. Bei der Hitze in Italien haben sich da schon einige Fliesen wieder gelöst. Ich habe das dann so ein bisschen angetackert wieder. Man kann es hier auch schon sehen. Da geht eine wieder auseinander. Also dieser Kleber hält, aber er überlebt keine 40 Grad so richtig gut. Naja, man kann damit leben. Vielleicht baut man es nochmal irgendwann um. Mal schauen. Ja, das ist unser Badezimmer. So wie es jetzt aussieht. Ich denke, das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Die Tür von innen haben wir übrigens auch foliert. Auf dem Boden sind die gleichen Fliesen wie an der Wand. Hier im Innenraum, im Wohnraum, haben wir PVC verlegt. Da wollte ich auch erst diese Fliesen hinkleben. Das hat aber nicht so richtig gut funktioniert.
Die habe ich wieder zurückgeschickt. Ja, wir sind dann hier tatsächlich auf PVC gegangen. Ich habe das auch hier getrennt einmal darum diese Schiene, diese Aluschiene hier in der Mitte, um da einfach nochmal so unter der Sitzecke das ein bisschen besser verlegen zu können. So, hier oben Schränke, ja, habe ich schon gesagt, alles foliert. Hier haben wir noch jetzt Krams drin, das ist glaube ich immer noch diese Pommes-Luftmatratze, war gar nicht rausgeräumt. Grillzange ist mit drin. Was haben wir hier? Spielsachen, Hängematte. Ja. Also wir haben hier eigentlich relativ viel Platz. Das ist ganz schön. Hier nochmal unseren Kleiderschrank. Da ist der Palmencamper-Hut. Also auch hier haben wir ausreichend Platz für 3 Personen. Wir haben hier so ein kleines Hängeschränkchen von Ikea noch installiert. Da kann man nochmal so ein bisschen besser einsortieren. Fernseher brauchen wir eigentlich nicht. So viel Fernsehen gucken wir nicht. Oh, ein Kaffee. Ja, kommen wir zur Küche. Wir haben hier Eichenplatten oben anstatt der originalen Abdeckung. Das Ganze ist zum Klappen. Hierzu gibt es auch ein separates Video. Oh, das sieht auch aus darunter. Ey, das ist gar nicht sauber gemacht. Das kann ich gar nicht zeigen. Ja, wir benutzen das tatsächlich auch gar nicht. Also unsere Küche hier ist reine Ablage eigentlich für uns. Wir haben weder gekocht. Das sieht aus. Wir haben weder gekocht hier drin, noch haben wir aufgespült, abgespült, wie auch immer. Wir machen alles draußen. Finden wir irgendwie angenehmer. Ja, man könnte, wenn man wollte, aber wir brauchen es aktuell noch nicht. Ich sehe auch schon, hier sind schon Ränder von Gläsern oder Bierflaschen oder sonstiges irgendwie. Das kann ich. Das Schöne bei Holz ist, man kann es einfach wieder abschleifen und dann nochmal ölen. Das ist ja auch geölt worden hier. Und dann sind diese Ränder auch wieder weg. Das ist alles überhaupt kein Problem. Hier den Fliesenspiegel haben wir mit Klebefliesen gemacht. Das sind 3D-Klebefliesen von Amazon. Verlinke ich euch ebenfalls mal in der Videobeschreibung. Ganz, ganz tolles Zeug. So ein bisschen 3D-mäßig. Und ja, ich finde, die machen eine ganz tolle Optik irgendwie. Ja, also ich bin damit echt zufrieden. Dann haben wir übrigens hier überall, wo früher mal originale, wie nennt man denn das, Rollos waren, haben wir jetzt diese, ja, auch wieder Rollos eigentlich, aber diese Blackout-Rollos, deutlich einfacher zu installieren. Die alten waren halt kaputt, die sind eingerissen gewesen. Da waren diese Führungsschienen defekt, die hier an der Seite sind. Und da haben wir einfach uns für diese Variante entschieden. Kostet ja, deutlich weniger und viel einfacher zu installieren. Und erfüllt genauso gut seinen Zweck. Man könnte auch noch an der Seite hier so eine Führungsschiene aus Aluminium oder Holz basteln. Irgendwie brauchen wir aber gar nicht. Also die einzigen Rollos, die noch intakt sind, tatsächlich sind die hier hinten in Hollys Schlafecke. Die sind alle noch vorhanden soweit. Da gibt es auch noch ein Fliegengitter dazu. Das ist auch noch da. Das ist ganz schön. Und hier das Rollo. Genauso da hinten. Ja, das ist alles so noch geblieben. Dann haben wir hier die Schränke natürlich auffoliert wieder. Auch hier wieder den Original-Furnier so gelassen. Ja, Besteckschublade, so ein bisschen Krimskrams hier noch drin. Also ihr seht, das ist alles nicht geschönt. Wir wohnen hier so drin, wie wir hier drin wohnen, wenn wir unterwegs sind. Und ja, das ist, finde ich, alles Quatsch, wenn man das jetzt alles hier so aufbereiten und hübsch machen würde. Das ist gefaked. Nee, bei uns sieht es einfach so aus. Ja, dann hier oben Alkoven, Riesenthema, Wasserschaden, könnt ihr euch auch alles angucken. Riesenkatastrophe eigentlich. Aber haben wir auch wieder alles hinbekommen. Wir haben das Ganze hier mit so ein bisschen Teppich beklebt oder bezogen. Genauso da hinten. Hier auch wieder so ein Rollo installiert. Ja, nimmt wenig Platz weg. Man hat da jetzt keine Probleme beim Schlafen, dass man da irgendwie drankommt oder so. Das geht alles wunderbar.
Mit dem Teppich da hinten ist es ziemlich gemütlich eigentlich auch in der Ecke. Und ja, wir schlafen da oben mittlerweile recht gut, würde ich sagen. Es ist zwar immer noch ziemlich eng. Es dauert immer so 1, 2 Nächte, bis man sich daran gewöhnt hat, dass man nicht die Arme hochreißt irgendwie, wenn man sich umdreht oder sowas. Da schlägt man schon mal gegen die Decke. Aber nach 1, 2 Tagen hat man sich dran gewöhnt. Völlig okay. Ja, Führerhaus, Fahrerhaus. Das ist alles so geblieben eigentlich, wie es war. Bis auf diese formschöne Holzperlen, dieser Holzperlenbezug für den Beifahrersitz hier. Das war eigentlich meiner. Ich fand den ziemlich unbequem. Sarina findet ihn toll und fährt damit jetzt auch schon seit Italien, glaube ich, mit durch die Gegend. Also hat er schon einige Kilometer drauf abgerissen. Ja, ansonsten haben wir halt noch die Rückfahrkamera. Dazu gibt es ebenfalls ein eigenes Video installiert hier, um nach hinten rausschauen zu können. Den Drehzahlmesser haben wir nachgerüstet. Dazu habe ich kein Video gemacht damals. Da war ich ein bisschen in Zeitdruck. Vielleicht schaffe ich das nochmal, das nachzuholen. Allerdings muss ich dafür wieder den Riemen und den Generator ausbauen, weil ich da an Klemme W dran gegangen bin. Und das ist nicht ganz so einfach, gerade auch diesen Riemen wieder zu spannen. Darum ja, muss ich mal gucken, ob ich das noch mache. Vielleicht jetzt in der Winterpause das nochmal nachhole. Ja, so, dann sind wir hier drin eigentlich soweit durch. Schauen wir mal gerade hier in den Schrank rein. Ja, hier haben wir unsere Gläser und ja, sieht auch alles wüst aus. Aber es klappert tatsächlich auch nicht während der Fahrt, also es ist nicht störend. Ja, oh, der Kaffee ist hier auch noch drin. Naja. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal wegzufahren dieses Jahr. Ich weiß es noch nicht. Wir sind ja gerade aus Holland erst wiedergekommen letzte Woche. Dazu wird es auch nochmal ein schönes Video geben. Und jetzt gehen wir nach draußen und schauen uns die Kiste von außen an. Machen die Tür mal zu. So. Wir haben außen mittlerweile eine Markise eingebaut. Eine Sackmarkise. Auch dazu gibt es wieder ein eigenes Video. Wir haben den ganzen Wagen lackiert. Wir haben repariert. Wir haben ganz, ganz viel gemacht. Haben versucht, ungefähr den gleichen Farbton wieder zu treffen wie damals. Wir haben die Haarzulassung bekommen. Wir haben hier unsere Radkappen, die übrigens wirklich der Renner auf jedem Campingplatz sind. Alle finden die toll. Ja. Gaskasten ist alles gleich geblieben. Wir haben hier nur so ein bisschen geschweißt vorne, hier am Kotflügel, das haben wir repariert. Da haben wir gespachtelt, lackiert. Wir haben die Stoßstangen bzw. diese unteren Verkleidungen hier lackiert. Unser Fahrradträger, der war ja schon vorher dran. Den haben wir jetzt ein bisschen verstärkt. Da sind hier so Stangen dran gekommen, um das Wippen während der Fahrt bei Bodenwellen zu minimieren. Denn wir hatten damals, dieser Fahrradträger ist hier an der Heckwand angeschraubt. In der Heckwand ist ein Stück Holz. Das Ganze muss natürlich irgendwie abgedichtet werden und durch diese ständigen Bewegungen hat sich das über die Jahre, sage ich mal, vergrößert, dieses Loch, und da ist ein riesen Wasserschaden an der Heckwand entstanden. Könnt ihr euch alles anschauen in der Playlist. Ja, will ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Das Thema möchte ich eigentlich abhaken. Aber damit das nicht wieder passiert, haben wir das hier so ein bisschen verstärkt, das Ganze. Und hier haben wir die Auffahrrampen mit so einem Verschluss hier, mit so einem Schnellverschluss, einfach mit einer Flügelmutter angebracht. Und dann kommt man da immer schnell dran. Ja, hier jedenfalls der Schnellverschluss einfach mit so einer alten, mit so einem Alubügel. Das sind alles so Sachen, die ich noch rumliegen hatte. Irgendwie ein Stück Gewindestange, eine Flügelmutter. Und dann einfach hier oben so dran gemacht mit so einem, hier hinten ist so ein Rohr, auch alles irgendwelche alten Reste. Ja, da werden die einfach eingeklemmt praktisch. Muss ich mal so ein bisschen überarbeiten, muss immer schon sehr, sehr anziehen, dass das fest ist hier drin, aber dann sind sie auch fest.
Ja, hier neben habt ihr gerade gesehen, steht der Roller, den wir abgeholt haben, letztes Wochenende an der Grenze zu Holland. Da wird es auch nochmal einige Videos drüber geben. Genauso zu diesem Anhänger hier. Das kommt alles erst im Winter, also da müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben. So, ja, und ansonsten oben die Rückfahrkamera hier. Das ist auch alles noch so ein bisschen provisorisch, um das mal auszutesten, weil ich noch nicht genau weiß, wie die beste Position hier ist. Wenn da die Hülle über den Fahrrädern drüber ist, sehe ich nur noch die Hülle so in dem Winkel, wie sie jetzt angeschraubt ist. Wenn die Hülle nicht drauf ist, ist es okay. Dann kann ich sogar den Roller oder auch das Boot hinter dem Wohnmobil sehen auf dem Anhänger. Ja, da muss ich noch mal ein bisschen gucken. Ja, dann kommen wir hier zur Seite. Das ist die nachgerüstete Stauklappe von Thetford. Für unsere Mini-Heckgarage. Ich mache hier mal eben auf. Schon gesehen, hier sind schon auch einige Macken dran. Es ist auch alles ziemlich dreckig noch. Bevor ich das Wohnmobil jetzt hier für den Winter irgendwie erst einmotte, muss ich das, glaube ich, einmal echt waschen erst. Mit dem Schwamm und vernünftig sauber machen. Und dann werden wir uns da so eine schöne Hülle für besorgen. Das werde ich auch nochmal verfilmen, das Ganze. Und dann machen wir das winterfest. Ja, hier haben wir in unserer Garage Tisch und Stühle drin. Ich hole mal eben den Tisch hier raus. Da ist auch die Hülle für die Fahrräder. In den Kisten da hinten haben wir sowas drin wie Grill, Werkzeug, Ersatzteile, Öl, Kühlwasser bzw. Frostschutz fürs Kühlwasser und ja, solche Sachen halt irgendwie, was man fürs Campen braucht. Ein paar Stützen hier. Also da geht einiges rein tatsächlich. Da hinten sind die Stühle noch. Das kann man jetzt nicht so schön sehen, weil es ein bisschen dunkel da drin ist. Ein Licht könnte man da noch installieren. Das wäre auch eine tolle Idee. Ich habe hier noch diese Akkuleuchten. Ja, da geht jedenfalls einiges rein. Und da haben wir uns echt einen Gefallen mitgetan mit diesem Stauraum. Das ist schon ziemlich praktisch. So, Tisch wieder rein, Klappe zu. Ja, dann haben wir noch die Tür hier so mit so einem roten Kederband oder Leistenfüllband umrandet. Das sieht ein bisschen hübscher aus. Wir haben hier ganz viele Dellen und Risse weggemacht. Übrigens war hier hinten an dieser Klappe, das habe ich gerade vergessen, da war ja auch der große Parkrempler, dieser Unfallschaden. Den haben wir da in einem Abwasch mit beseitigt. Wir haben das wellige Blech, das kaputte Blech rausgetrennt und dafür hier das neue mit der Klappe eingesetzt. Und so haben wir dann 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, hier oben diese beiden Plättchen, die ihr hier seht, da können wir diese Akkuleuchten, von denen ich gerade schon gesprochen habe, dran befestigen mit einem Magneten. Und dann haben wir draußen mit entweder Bewegungsmelder, kann man an- und ausschalten, oder halt Dauerlicht, können wir da uns hier ein bisschen ja, Licht verschaffen, wenn wir draußen unter der Markise sitzen. Abends ist es dann doch ganz angenehm. Diese Lampen sind wirklich sehr, sehr praktisch. Ich verlinke euch die auch mal in der Videobeschreibung. So, jetzt gehen wir wieder rein und dann sind wir auch schon durch mit unserer Roomtour. Die Klimaanlage funktioniert übrigens hervorragend. Wir haben das Gerät so installiert, dass der Wasserablauf ständig nach unten abläuft. Der tropft unter das Wohnmobil. Den Abluftschlauch, den können wir immer bei Bedarf anstecken. Da habe ich auch ein Loch in den Boden gemacht mit so einem Adapter und da steckt man einfach rein. Und dann kann man die binnen weniger Minuten in Betrieb nehmen und die kühlt hier richtig, richtig runter. So, an der Stelle sind wir jetzt durch mit der Roomtour. Ich hoffe, ich habe alles drauf bekommen, was ihr sehen wolltet. Wenn ihr noch irgendwo Fragen habt oder irgendwas sehen wollt, was ich jetzt nicht gefilmt habe, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare rein. Dann können wir das dann nochmal nachholen, das ist überhaupt kein Problem. Und ach so, übrigens wollte ich mich nochmal bedanken für die Treue und für die vielen, vielen Zuschauer und Kommentare und die Leute, die sich die Zeit genommen haben, unsere Miniserie über die Reise zum Union Lido und wieder zurückzuschauen. Ich war total begeistert, wie viele Klicks wir da bekommen haben. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das war echt ganz, ganz toll.
Und für die vielen lieben, netten Worte, ich war total begeistert, genauso Sarina auch. Ich bedanke mich hier auch in ihrem Namen. Das war wirklich eine ganz, ganz klasse Nummer. Ja, mir fällt jetzt nichts mehr ein, was ich euch zeigen kann im Bezug auf die Roomtour. Also sage ich jetzt recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal beim Palmencamper.